Energiekrise wie heizen. Herzlich willkommen im neuen Video. Zur aktuellen Situation möchte ich mit euch genau über das Thema mal sprechen. Es hat immer schon Krisen gegeben und es ist aber immer wieder das gleiche Thema. Seid ihr euch eigentlich bewusst, dass Öl und Gas niemals bei euch vor der Tür wird zum Holen sein? Also ihr könnt nicht nach Öl oder nach Gas bohren. Also die Wahrscheinlichkeit wird ziemlich gering sein, dass ihr auf eurem Grundstück Öl und Gas finden werdet. Es ist aber genauso unwahrscheinlich, dass die Pellets am Baum oben wachsen oder das Hackschnitzel am Baum wachsen. Ist ein bisschen zynisch, ich weiß. Aber was bleibt uns wirklich? Was können wir selber erreichen? Was können wir selber machen? In Wahrheit können wir Strom nutzen. So, jetzt werden viele sagen, ja, aber Strom ist auch teuer. Das stimmt schon. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich kann heute mit Strom sinnvoll heizen, indem ich sehr wenig Strom verbrauche. Genau um das geht es. Es geht heute darum, Strom muss man sinnvoll nutzen und man sollte eigentlich niemals die Luft erwärmen, was jede Zentralheizung macht, was jeder Ofen macht. Aber die Energiequelle als solches kann nur Strom sein, weil den Strom könnt ihr selber erzeugen über Photovoltaik, den kann ich heute erzeugen über Windkraft, den kann ich heute erzeugen über einen ganz klassischen Inverter. Und somit bin ich ziemlich gut unterwegs. Je nach Lage wird heute eine große Möglichkeit sein, den Strom zur Gänze selber zu erzeugen, wenn man es mit Stromspeicher kombiniert. Ein großer Stromspeicher, dann habt ihr sowieso ein Sorglospaket, wenn ihr das als Insellösung auch heute hernehmen könnt. Aber da sind wir heute genau bei unserer Celsius-Infrarotheizung. Wir können heute bei einem normalen Haus, also sprich ein Ziegelhaus mit einer Dämmung zum Beispiel, klassischer Altbau, können wir heute sagen, wenn das Mauerwerk trocken ist, unter 1,5% Mauerfeuchtigkeit, dann kann ich heute einen 20 Quadratmeter Raum zum Beispiel mit der Digitalsteuerung oder auch mit der Wi-Fi-Steuerung mit 200 Watt oder auch weniger in der Stunde beheizen. Das heißt, habe ich jetzt 5 oder 6 Räume, dann könnt ihr das mit 1,2 kW in der Stunde zu Hause heizen. Wenn ihr jetzt hernehmt, und deswegen habe ich das früher auch angesprochen mit Inverter, aber wenn ihr jetzt überhaupt nichts hättet und hätte gesagt, okay, jetzt ist einmal ein paar Tage Stromausfall. Ein ganz kleiner Inverter, der hat 2 kW. Mit einem 2 kW Gerät könnt ihr heute ein ganzes Haus locker beheizen und die Kühlschränke und vieles andere auch noch damit versorgen, weil sich das locker ausgeht. Und das ist aber jetzt genau das, was wir mit Celsius erreichen. Durch unsere Hightech-Steuertechnik haben wir kein klassisches Ein-Aus, sondern wir haben eine dynamische Stromregulierung. Diese dynamische Stromregulierung sorgt euch dafür, dass ihr keine Stromspitzen habt. Und wenn ich keine Stromspitzen habe, dann ist das heute phänomenal, weil dann habe ich heute keine Spitzen als solches, die was ich abdecken muss. Das ist wichtig bei einem Stromspeicher in der Entnahme her, weil die meisten Stromspeicher können in einer Stunde nicht mehr als 3 kW. Das sind so die klassischen Größen. Aber das ist auch mit den Inverter, also die Stromerzeuger, die mit dem sauberen Strom komplett dasselbe. 2 bis 3 kW sind die klassischen Geräte, maximal 5. So, und wenn ich jetzt aber wenig Watt habe in der Stunde, dann wird sie heute sehen, dass ich heute durch die wenigen Watt eigentlich genau das erreiche, was ihr erreichen wollt. Ich kann heute ein 200 Quadratmeter Haus mit der Energie von einem Haarföhn in der Stunde beheizen. Das ist extrem wenig, aber da reden wir von einem 200 Quadratmeter Haus. Das wird da keine Wärmepumpen schaffen. Und wir schaffen das aber sehr wohl auch bei tiefsten Minusgrade, wo Wärmepumpen das gar nicht mehr schafft, ohne eine Heizstabunterstützung. Und das ist aber genau das, was Celsius ausmacht. Das ist unsere Technologie. Celsius ist eine Hightech-Infrarotheizung. Und durch unsere spezielle Steuertechnik ist es überhaupt möglich, dass man heute mit kleinsten Energieverbräuchen heute was beheizt. Und das Zweite ist natürlich unsere enorme Reichweite auf 12 Meter Raumtiefe. Weil der Hammer ist nämlich das, auch wenn einmal heute ein Stromausfall ist und heute mal 3 Tage gar kein Strom herrschen würde, dann können Sie immer noch auf einen Inverter ausweichen oder im Endeffekt über die Speicherwärme arbeiten, weil eine Speicherwärme kühlt nicht aus.
Zu dem Thema haben wir schon sehr viele Videos gemacht. Schaut unsere Videos an, schaut unsere Playlists an, schaut rein auf www.infrarothimmel.at und tut unseren Kanal liken und abonnieren. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Viert euch.